Okay, nachdem ich in der ersten Episode des Random Tobers über Halloween an sich gesprochen habe, wird es doch mal Zeit, die zweite Episode einzuläuten. Und was würde perfekt dazu passen, als das fantastische Metroidvania, was größtenteils von Crowdfunding finanziert worden ist. Und ihr wisst schon, über was ich reden möchte, da ihr den Titel bestimmt gelesen habt. Hollow Knight. Hollow Knight ist ein fantastisches Game und in diesem Video möchte ich erklären, warum ich es so sehr schätze und ob es vielleicht auch was für euch ist. Also Film ab. Kleine Randinfo, falls es irgendeine Version unterscheidet, die ihr dann wählt, falls ihr jemals Hollow Knight spielen wollt, beziehungsweise Hollow Knight spielt und auch etwa eine andere Version nutzt, denn hier in diesem Video rede ich nur spezifisch über die Switch-Version. Also falls irgendeine Version sich unterscheidet im Vergleich zu der Switch-Version in großem Maße, ihr könnt mich nicht anzeigen. Ihr könnt mich wirklich nicht anzeigen, ihr dumm fucking... Anyway, kommen wir doch mal zu Hollow Knight. Was einem auf jeden Fall als erstes im Auge kommt, wenn man dieses Game sieht, ist der besondere Style, beziehungsweise auch die Atmosphäre, die es und dieser Style einen gibt. An welche Atmosphäre denkt ihr, wenn ihr an Cuphead denkt? Vielleicht eine 30er Jahre cartoony Atmosphäre, aller Fleischer Studios oder frühere Walt Disney Kurzfilme? An welche Atmosphäre denkt ihr bei einem Sonic Game, beziehungsweise dem Shadow the Hedgehog Game? Edginess, Pistolen, ein Hedgehog mit Pistolen, pure Edginess. Und was denkt ihr bei der Atmosphäre von Hollow Knight? Ich persönlich denke, Hollow Knight hat eine märchenhafte, düstere Atmosphäre, die etwa das Beste von Tim Burton aufweist. Sprich, die besten Atmosphären von Tim Burton widerspiegeln sich hier in Hollow Knight. Auch vom Look her erinnert mich das wirklich an ein paar der besten Burton-Filme mit dieser düsteren, aber auch märchenhaften Welt. Und der Look dieses Games ist einfach nur fantastisch. Auch wenn es am Anfang sehr blank aussieht, beziehungsweise nur ein bisschen Farbe etwa genutzt wird und halt nur dunklere Farben genutzt werden, wie lila, schwarz, grau, whatever, weiß, gibt es natürlich auch Areale, wo mehr Farben genutzt worden sind, sei es nun etwa die Dschungelareal oder. Sprich, das Spiel ist etwa von den Hintergründen her eigentlich absolut eins, aber nicht eintönig. Und generell, was soll ich etwa zum Look sagen? Es ist ein sehr besonderer, der mir auch sehr gefällt. Natürlich kann ich etwa die Leute verstehen, die vielleicht etwa mit diesem Look eher weniger was anfangen können, aber persönlich feiere ich einfach diesen Stil so sehr bei Hollow Knight und es ist auch einer der besten Sachen an diesem Game. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie die anderen Faktoren schlecht sein sollen, ganz im Gegenteil. Die Story, die per se keine richtige Story ist, wird ziemlich interessant erzählt. Denn Hollow Knight ist eher mehr vage mit seiner Story, beziehungsweise an sich gibt es keine richtige die Story in Hollow Knight, sondern eher mehr kleinere Mini-Stories von ein paar NPCs. Die kann man etwa entdecken, wenn man etwa mit den NPCs redet und. Sprich, für die Leute, die etwa so ein Game haben wollen, was eine klare Story hat, wie zum Beispiel The Last of Us oder Red Dead Redemption oder, denen könnte das Spiel vielleicht eher weniger gefallen, aber bitte seht das nicht als Abturn. Denn Hollow Knight ist was Einzigartiges. Natürlich, es entwickelt im Punkto Metroidvania nichts wirklich Neues. Leute, die schon viele Metroidvanias gespielt haben, werden viele bekannte Tropes im Gameplay sehen, was ja auch per se nichts Schlechtes ist. Nicht jedes Game muss etwa das Rad im Gameplay neu erfinden. Solange das Gameplay Spaß macht, was es auch hier wirklich tut, muss man jetzt nicht etwa mit dem Finger zeigen. Aber Hollow Knight hat nichts etwa Neues zum Metroidvania-Genre gebracht oder kein neues Genre gebracht. Denn vor allem der Stil, die Atmosphäre und auch wie die Story erzählt werden in Hollow Knight machen dieses Game ein Must-Have in meiner Meinung nach. Aber wie ich schon angeschnitten habe, reden wir doch mal über das Gameplay. Denn wie ich schon im Klonoa-Video, was ihr definitiv anschauen solltet, falls ihr das nicht gesehen habt, angesprochen, ein Game kann sowohl in der Story richtig fantastisch sein, richtig fucking meisterhaft sein. Wenn das Gameplay nicht stimmt, dann ist es als Game doch eher Vielleicht wäre das dann besser als Film gewesen oder als Serie gewesen oder. Und bei Hollow Knight gefällt mir das Gameplay sehr. Wie gesagt, viel Neues zum Metroidvania-Genre an sich bringt Hollow Knight definitiv nicht. Aber das ist ja auch nicht schlimm, wie schon erwähnt. Es hat viele klassische Tropes vom Metroidvania, wie zum Beispiel das Erkunden oder auch mehrere Wege, wie man zu dem Areal kommt oder zu dem Areal kommt. Und Hollow Knight hat etwa auch die besondere Sache, dass es so gut wie immer 2 Wege mindestens für jedes Areal gibt. Also kann man sich zum Beispiel einen 1-Stunden-Weg lang, den man läuft, vielleicht sogar sparen mit einer Abkürzung zu diesem selben Areal. Erkunden ist da ein sehr wichtiges Keyword, denn Hollow Knight ist Erkundung pur. Es gibt keinen wirklichen linearen Weg, den man gehen muss. Man kann einfach erkunden und einfach sehen, wie man zum Areal 1 bis hin zu Areal Nummer, keine Ahnung, 10 kommen kann. Da gibt es
war Hollow Knight keine Grenzen, wo man alles hin kann. Natürlich auch, wenn bei manchen Orten es vorteilhaft wäre, wenn man ein paar Dinge davor hätte, bevor man etwa diese Orte bequert. Es ist ein Erkundungsspiel und das kann etwa für manche etwa ein großes Plus, aber auch für manche ein großes Minus sein. Ich kann da beide Seiten verstehen und man muss sich wirklich einlassen mit den Erkunden. In typischer Metroidvania-Manier kann man nicht einfach erwarten, dass man etwa einen linearen Weg hat, den man gehen muss und dann einfach das Spiel in, keine Ahnung, 10 Stunden und fertig hat. Je nachdem kann etwa Hollow Knight ziemlich lange dauern, aber auch ziemlich kurz sein. Es kommt auf den Spieler und sein Skill an und wie auch der Spieler etwa lernt, wie er sich adaptieren kann in manchen Punkten. Besonders merken kann man das bei den Bosskämpfen. Denn es gibt manche Bosskämpfe, die etwa in der ersten Phase schon dir quasi zeigen, was du alles machen kannst. Und es klingt auf den ersten Hörer eigentlich ziemlich einfach, aber bei Hollow Knight ist es definitiv nicht einfach. Hollow Knight ist natürlich ein schweres Game, wie auch Cuphead, aber kein schweres Game, wo ich sagen würde, das ist super unfair wie Kaiser Mario oder andere Kaizo-Spiele. Es ist ein faires, schweres Game, was etwa vom Spieler manchmal viel erfordert und es kommt immer auf den Spieler an, ob er etwa diese Erforderungen auch erfüllen will. Und das besonders bei den Bosskämpfen. Also falls ihr Bosskämpfe habt, merkt das definitiv, wie etwa die Bosse agieren. Weil das ist ziemlich wichtig, besonders etwa bei der ersten Phase, bei vielen Bossen. Und nicht nur bei den Bossen ist es so, sondern auch bei den kleinen Gegnern. Denn wenn man sich etwa die anschaut, sind die etwa von den Arten meistens immer dieselben in ihren Strategien. Und dann lernt man etwa so auch, wie man etwa die am besten ausweisen kann, beziehungsweise auch töten kann in dem Fall. Wie ihr merkt, das ist eine bisschen wirre Review meinerseits, aber ich weiß auch nicht, wie ich Hollow Knight in besseren Worten zusammenfassen kann. Hollow Knight ist definitiv ein Spiel, was nicht für jeden ist. Manche werden es lieben, manche werden es hassen. Ich persönlich liebe es, aber ich kann auch die anderen Seiten verstehen des Argumentes. Es ist im klassischen Metroidvania-Manier ein Erkundungsspiel, worauf man sich, wie gesagt, schon einlassen muss. Wenn man sich eher weniger einlassen will damit, dann ist es für einen doch eher weniger was. Als Startpunkt ins Metroidvania-Genre ist es ein solider Start, wenn auch nicht der idealste Start, zumindest in meinen Augen. Es erweist natürlich etwa ein paar Punkte, die etwa im Metroidvania-Genre hierbei einfacher gemacht worden sind als in anderen Metroidvania-Ablegern, aber so einfach ist das Game definitiv nicht. Es hat seinen schwere Games-Status eigentlich schon verdient. Wenn es auch nicht etwa jetzt, wie gesagt, richtig schwer ist, dass man sagen kann, holy shit, ist das fucking unfair. Und jetzt muss ich etwa irgendein Bastard verklagen, also verklage ich dich, Klaus. Ich hab doch gar nichts gemacht. Klappe, Klaus. Also müssen sich etwa die Kläuse, die etwa in eurer Nachbarschaft wohnen, keine Sorgen machen, dass ihr sie verklagen wollt, weil ihr etwa frustriert von Hollow Knight seid. Natürlich kann man in manchen Punkten frustriert sein, das war es auch, aber es ist an sich kein unfaires Game. Es ist immer fair, auch wenn man sich manchmal denkt, ja gut, das hat etwas an der Unfairigkeit gegrenzt. Hollow Knight ist ein besonderes Spiel. Es ist vielschichtig, hat viele Dinge, paar weirde, paar traurige, paar melancholische Momente. Es ist definitiv ein einzigartiges Spiel und meiner Meinung nach eine große Empfehlung. Wie gesagt, wenn euch manche Punkte aber eher abtören, kann ich definitiv verstehen, falls ihr etwa das Game eher weniger ausprobieren wollt. Aber für mich ist Hollow Knight ein grandioses Spiel mit einer düsteren, fantastischen, märchenhaften Stimmung, der einfach diesem Game eine extra Würze gibt. Und ich kann es kaum erwarten, bis Silksong endlich erschienen ist. Und vielleicht kommt ja irgendwann mal dazu eine Review. Vielleicht im nächsten Random Oktober, falls dieses Game schon so früh erscheint. Wer weiß, wer weiß. Aber erzählt doch mal eure Meinung oder eure Erfahrungen zu Hollow Knight in den Kommentaren. Das würde mich interessieren. Habe ich das Game gut repräsentiert in diesem Video oder eher nicht wirklich? Und damit sehen wir uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Euer Hollow Random oder so ähnlich. Bye!